Servus Fotofreunde, mein Name ist Janina Fischer von Janina Fischer Foto und Design und heute stelle ich euch die Filter von Nisi, den S5 150 mm und den Haida 150 mm vor und habe sie für euch getestet und ausprobiert an meiner Sony 7R4 und dem 12-24 mm G-Master von Sony 4.0, weil ich auf der Suche war nach Weitwinkel und was der Test ergeben hat, das zeige ich euch jetzt. Ja, ich fange mal mit dem Nisi-Filter an. Der Nisi-Filter kommt in so einer Box und in der Box ist eine Tasche drin. Und diese Tasche erwähne ich deswegen, weil beim Haida-Filter ist die Tasche nicht drin und ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich den Filter von Haida mit zum Spot nehmen soll oder ob man nochmal zusätzlich eine Tasche kaufen muss. Das fand ich also bei Nisi sehr gut. Genau. Da drinnen ist dann erstmal der Filterhalter, das erste Teil, das sieht so aus. Ist für das jeweilige Objektiv erhältlich. Ich wollte halt eben ein Objektiv im Weitwinkelbereich haben. Hatte schon das 16-35er 2.8 von Sony, habe mit den kleinen Filtern gearbeitet und wollte gerne ein System finden für die großen Filter. Und bin dann eben zu Nisi und Haida gestoßen. Das Nisi-System ist relativ einfach. Man dreht einfach auf, beziehungsweise kommt es schon im aufgedrehten Zustand. Dann steckt man das hier vorne rein und achtet darauf, dass diese kleinen Knöpfe hier oder diese kleinen Stifte so sind. Wenn die hier so rum sind, ist es eben falsch und die müssen nach hinten ans Objektiv ganz dran gehen. Dann dreht man es einfach fest, was bei Nisi auch deutlich einfacher ist als bei Haida. Das zeige ich gleich, weil bei Nisi ist dieses Teil nicht flexibel. Bei Haida, das zeige ich nachher, ist hier nochmal dieses Teil hier außen ist flexibel zu dem Innen. Natürlich gibt es hier das Drehen vom Pullfilter noch, aber bei Haida ist es eben nicht aus einem Teil, sondern aus zwei Teilen. Dann ist es so, dass beim Nisi-Filter hier direkt das Glas reingeschraubt wird. Das heißt, der CPL-Filter ist direkt an diesem Teil von dem Filtersystem, was bei Haida nicht so ist. Das ist mir aber auch erst hinterher aufgefallen, beim Test gar nicht so sehr. Genau. Jetzt ist es so, Nisi bietet für dieses S5-System einen normalen Polfilter und einen Landschaftspolfilter. Die hole ich jetzt gerade mal raus, um die euch auch beide zu zeigen. So sieht der normale Polfilter aus von Nisi. Der ist normal grau, sage ich jetzt mal. Und den Landschaftspolfilter, den zeige ich euch auch gleich, der hat so eine leichte bläuliche Färbung. Genau, also den dreht man jetzt hier rein. Es ist so, dass der Nisi-Polfilter ein bisschen kleiner ist als der Haida-Polfilter, aber nicht das Glas, sondern nur die Gesamtabmessung, weil bei Haida ist hier der Rand etwas größer, das zeige ich nachher auch. Dadurch liegt jetzt mir persönlich, ich bin natürlich auch mit einer Frau ein bisschen kleinere Hände, wobei ich als Frau normale Hände habe, liegt er mir jetzt besser in der Hand. Für Männer ist das vielleicht nicht so das Thema, aber tatsächlich ist es für mich angenehmer, auch die rein und raus zu schrauben. Genau, also hier ist es jetzt so, dass dieses Glas ist der Landscape NC CPL-Filter von Nisi, dass der so ein leicht blau eingefärbtes Glas hat. Ich zeige euch auch gerne nochmal zwei Bilder dazu. Und ich persönlich tendiere jetzt zum normalen Filter, obwohl ich die Filter für die Landschaftsfotografie kaufe, weil ich diese Einfärbung nicht so gerne mag. Man kann in der Nachbearbeitung genug machen. Das heißt, ich tendiere tatsächlich jetzt zu diesem normalen CPL-Filter. Genau. Dann ist es so, dass jetzt als nächstes hier der Filterhalter kommt. Da ist es so, dass Nisi in Anführungsstrichen nur 2 Steckplätze hat. Hier seitlich 2 Stück. Man kann diese auch nicht nachrüsten. Zumindest kriege ich von Nisi noch eine Antwort und wird so einfach
dran gesteckt. Das ist auch relativ einfach. Der wackelt auch so ein bisschen. Das ist bei beiden Filterhaltern eigentlich gleich. Genau, und hier vorne kommt jetzt eben der Filter dran. Da habe ich verschiedene getestet, unter anderem den 1000er ND, dann den Reverse Nano IR GND 8, also den 0,9er und den Soft Nano IR GND 1,6, also 1,2. Genau, diese habe ich auch mit Haider verglichen. Ich zeige euch jetzt mal den 1000er Graufilter von Nisi. Nisi bringt die Filter in so einer Tasche. Und die Tasche finde ich super, weil sie wirklich nicht groß aufträgt. Sie ist sehr dünn und trotzdem sind die Filter gut untergebracht. Bei Haider ist es so, dass die in einer großen Box kommen. Ich zeige es euch später, was viel zu groß ist. Da würde ich nie 3 von den Filtern mit an den Spot nehmen. Und deswegen tendiere ich auch zu Nisi, weil das wirklich praktischer ist. Jetzt hole ich den mal raus für euch. So sieht er aus. Das ist jetzt in dem Fall ein quadratischer Filter. Und bei Nisi ist es so, dass jetzt hier hinten schon dieser Schaumstoff aufgeklebt ist, der den Lichteinfall verhindern soll. Der sieht so aus. Und man muss jetzt darauf achten, dass der Filter mit den Seiten so rum eingeschoben wird, dass hier außen kein Schaumstoff ist. Also nicht so rum einschieben, sondern so rum. Das ist wichtig, da sonst der Lichteinfall eben doch wieder passieren kann. Jetzt steckt man den hier einfach rein. Das Reinstecken ist bei Nisi auch etwas einfacher. Das läuft flüssiger als bei Haider. Genau. Und jetzt kann man eben nach Belieben da vorne noch einen drauf machen. Ich zeige euch jetzt mal den soften den soften Verlaufsfilter von Nisi noch. Genau, der sieht so aus. Ich habe die beiden auch farbverglichen, Haider und Nisi. Und es ist so, dass Nisi etwas mehr Farbe drin hat. Also ich würde sagen, Haider ist wirklich farbneutraler. Allerdings ist es so, dass mir die Bilder letztendlich von Nisi trotzdem besser gefallen. Genau, den würde man jetzt also hier so einstecken. Genau, das kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Und dann eben von der Höhe her variieren, wie man es gerade vom Horizont her auch haben möchte. Genau, also nochmal zur Farbe. Haider ist deutlich farbneutraler in den Filtern, aber die Bilder von Nisi gefallen mir hinterher besser. Das heißt, ich habe weniger Nachbearbeitung und wenn ich diesen leicht lila Touch doch nicht haben möchte, kann ich ihn in Lightroom oder Photoshop einfach rausnehmen. Den soften Filter habe ich jetzt wieder rausgenommen. Zu diesem Schaumstoff ist noch zu sagen, dass bei Nisi der Schaumstoff eben an den Filtern dran ist, was ich nicht gut finde. Man sieht es jetzt hier auch schon, dass wenn man den ein paar Mal rein und raus gemacht hat, ich habe ihn jetzt wirklich nicht oft benutzt und dieser Schaumstoff löst sich dann ab und es ist nicht mehr so gut benutzbar. Bei Haider ist es so, dass der Rand hier so einen kleinen Schaumstoffring hat und damit das Licht raushält. Das heißt, die Filter von Haider brauchen keinen so einen Klebestreifen mehr, was ich sehr gut finde, was wirklich ein Pluspunkt für Haider ist. So, jetzt habe ich den Nisi-Filter wieder abgeschraubt und jetzt kommen wir zum Haider-Filter. Beim Haider-Filter ist es so, dass dieses Teil erstmal ähnlich aussieht, aber eben wie schon kurz angesprochen, dieser Ring, dieser äußere Ring beweglich ist zu dem inneren Ring. Und dadurch, dass dieser äußere Ring beweglich ist, ist auch das Anbringen von dem Haider-Filter etwas schwieriger als bei Nisi. Jetzt hier auch wieder darauf achten, dass die Stifte an der richtigen Seite sind. Und jetzt kann ich eben nicht hier außen festhalten, sondern muss hier innen festhalten und dann drehen. Und das ist so ein bisschen friemeliger als beim Nisi. Genau. Und ich muss ihn auch ziemlich fest andrehen, ziemlich festschrauben, dass er wirklich auch hält. Also das gefällt mir im Handling bei Nisi wirklich deutlich besser. Und warum dieses hier flexibel ist, kann mir vielleicht Haider direkt mal erklären. Ich habe dafür noch keinen Grund gefunden. Und hier ist jetzt eben auch der Unterschied, dass der CPL-Filter nicht an diesem Teil des Filters ist, sondern erst jetzt reinkommt. Jetzt zeige ich euch mal den Filterhalter von Haider. Und dieser hat 1 bis 3 Steckplätze. Man kann diese selber ranschrauben
Und hier hinten wird jetzt der magnetische Polfilter reingesetzt. Dieses System finde ich wirklich sehr geil, weil es einfach mega praktisch ist, auch wenn man mal schnell den Filter tauschen möchte. Und deswegen dachte ich auch eigentlich bis zuletzt, dass ich mich für den Haider-Filter entscheide. Aber ich habe mich jetzt letztendlich doch dagegen entschieden und werde zu Nisi wechseln, weil die anderen Nachteile überwiegen. Aber Haider, dieses Magnetsystem ist wirklich cool und ich zeige euch das jetzt. Das hier ist der Polfilter. Wie schon gesagt, ist der deutlich, also was heißt deutlich, also schon größer als der andere. Man kann ihn mit einer Hand schon gerade noch halten, aber es ist schon ein bisschen wackelig. Aber was jetzt das Tolle daran ist, dass man ihn jetzt einfach hier reinlegen kann. So, und das habt ihr gesehen, wie schnell das ging. Im Gegensatz zur Schraubvariante ist das wirklich super, eine super Neuerung. Und wird dann auch einfach dran gesteckt. Der hält auch gut da drinnen, also man muss nicht Angst haben, dass der rausfällt. Und auch das ist jetzt wie bei Nisi so ein bisschen wackelig, klappert ein bisschen. Aber dadurch, dass es nochmal hinten auch klappert, ist es halt doppelt klapprig. Genau. Hier oben und unten habt ihr jetzt den Ring zum Drehen und jetzt seht ihr es schon. Wenn ich hier drehe, dann verdreht sich der schon mit. Auch das ist bei Nisi besser gelöst. Das heißt, wenn ich hier nur drehen will, also ich stehe jetzt dahinter und drehe, seht ihr schon, ich kann den gar nicht drehen, ohne dass sich das ganze Gehäuse mitdreht. Und das ist natürlich absolut nicht Sinn der Sache. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum Haider es so gelöst hat, dass der Filter auf dem vorderen Teil drauf sitzt und nicht auf dem hinteren. Jetzt seht ihr schon hier diese softe Lippe, die finde ich wieder sehr gut. Dadurch, wie schon angesprochen, braucht man keine Klebestreifen auf den Filtern, was super ist. Genau, und hier liefert Haider diese Steckplätze schon mit. Das heißt, man kann selber entscheiden, zwischen 1 und 3 Steckplätzen zu nutzen. Genau, der Filter von Haider kommt in so einer Riesenbox hier. Und davon 3 bis 5 an den Spot mitzunehmen, ist einfach Wahnsinn. Das ist eine Einheitsgröße natürlich, aber da ist Nisi wirklich vorne mit ihren flachen Filterboxen. Und das Handling ist von der Box auch nicht so einfach wie mit diesen Taschen. Und jetzt zeige ich euch mal noch einen Verlaufsfilter von Haider. Das ist jetzt zum Beispiel der Reverse-Filter von Haider. Haider hat auf der Internetseite verschiedene Filter zum Anbieten und ich habe nicht so richtig rausgefunden, welches ist denn jetzt das neueste System, welches ist das beste System, also habe ich angerufen und die sagten mir, dass die Red Diamond Serie jetzt die neueste ist und dass die Red Diamond auch nochmal bruchfester sind und ja, leider habe ich das auch getestet, der Filter ist mir runtergefallen. Und ist 1 Meter auf den Boden gefallen, auf den Fliesenboden, hat jetzt hier unten eine kleine Ecke, aber ansonsten ist der Filter tipptopp. Also das ist wirklich super. Das habe ich jetzt mit Nisi nicht auch noch getestet, aber da kann ich schon mal bestätigen, die Bruchfestigkeit ist gegeben. Genau, vom Einschieben her ist das hier ein bisschen friemeliger, also es geht schon, aber jetzt hier unten ist es oft so, dass es nochmal so ein bisschen hakt. Es ist schon ähnlich wie bei Nisi, aber jetzt auch beim wieder rausziehen, es ist alles, auch jetzt dadurch, dass es wieder wackelt, ist es alles so ein bisschen, ja, ich habe einfach das Gefühl, es ist nicht ganz so zu Ende gedacht. Letztendlich wünscht man sich natürlich die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es halt hier auch nicht, aber aufgrund der Vorteile, wie, dass mir die Filter besser gefallen, dass das Handling besser ist, dass ich es besser anschrauben kann. Ja, Magnet wäre super, wenn Nisi das auch hätte. Das ist wirklich eine tolle Neuerung von Haider. Auch dieses M10-System von Haider mit diesen Steckplätzen für die kleine, für die 100 mm Systeme ist ein super System, das habe ich auch getestet. Und ich war aber jetzt primär auf der Suche nach einem Weitwinkeladapter und habe unter anderem auch noch das Laowa 12 mm getestet.
sowie das Vogtländer 10 mm und muss sagen, das Laowa habe ich direkt wieder zurückgeschickt, weil es von der Schärfe nicht so gut war wie das Sony 1224. Natürlich ist ein G-Master, kostet auch mehr, aber das Laowa war wirklich deutlich schlechter, war auch nicht so kompatibel mit der Sony 7R4 wie das Vogtländer. Das Vogtländer hat die Möglichkeit, bei manuellen Scharfstellen reinzuzoomen. Das kann das Laowa nicht. Vom Vogtländer war ich sehr begeistert, aber man kann sich jetzt ja auch nicht unendlich mit Objektiven eindenken. Vielleicht bleibt es trotzdem da. Dafür gibt es auch einen Adapter für die Großen von Nisi, aber Vorsicht, das ist der alte Adapter. Das Vorgängermodell zum S5 hat keinen zirkularen Pullfilter, sondern nur Einsteckplätze. Kann man natürlich trotzdem auch verwenden, aber ich tendiere natürlich schon dazu, auch die Möglichkeit von dem Pullfilter zu haben. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video über den Vergleich gefallen und wenn es so ist, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch oder teilt das Video mit euren Freunden und wenn ihr noch Lust habt, dann schaut doch mal auf meinen Seiten vorbei, das ist www.landschaftsfotografin.de oder janina-fischer.com. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.